Mein Name ist Hans-Joachim Mortschke. Ich habe Landwirtschaft gelernt und studiert. Später dann fast ein Jahrzehnt im landwirtschaftlichen Versuchswesen der DDR gearbeitet und bin dann seit 1990 selbstständiger Landwirt, einmal grandios gescheitert. Wenn ich den Betrieb vorbereitet hatte, durfte ich ihn dann an einen westdeutschen Kollegen übergeben und bin jetzt seit 2002 in der Lausitz ansässig und verantwortlich für Gut Krauscha, ein Biolandbetrieb, der sich aus einem größeren kommunalen Betrieb herausgelöst hat. Stadt Gut Görlitz ist Ihnen möglicherweise ein Begriff. Mein Kollege und Freund bewirtschaftet den wesentlich größeren Teil und ich habe diesen kleineren Teil in Klein Krauscha. So, ich stelle Ihnen meinen Betrieb vor. Ich gehe erst auf die Dinge ein, die wir noch machen, die unseren Lebensunterhalt sichern, und komme dann zur Landwirtschaft. Wir haben einen Handelsbetrieb. Wir kaufen von den umliegenden Biobetrieben Produkte auf und bringen sie in die Ballungszentren Berlin und Dresden und verkaufen auch ein wenig im Umland. Wir haben eine Eigenmarke, zu der ich gleich noch komme. Wir sind Partner von Stadt Gut Görlitz, verkaufen Stadt Gut Görlitz ebenfalls im Biolandbetrieb mit Hühnerhaltung und Äpfeln. Wir verkaufen Eier und Äpfel in Größenordnung in Stadt Gut Görlitz, und dann gibt es diverse kleine Betriebe, die ihre Produkte nicht alleine vermarkten wollen. Das haben wir für die übernommen. Ein bisschen lauter. Ja, Entschuldigung. Also es gibt noch diverse kleine Betriebe, die wir ebenfalls betreuen, die ihre Produkte an uns abgeben. Wir haben die Frauen im Büro, die jeden Kunden hinterher telefonieren. Wir bedienen zwischen 60 und 80 Kunden in der Woche. Wir fahren also 5 Touren nach Berlin und Dresden mit einem kleinen LKW und 2 großen Transportern, und das stabilisiert den Betrieb ungemein. Wir haben einen Feinkostbetrieb. Wir kaufen von unserem Partner Stadt Gut Görlitz zwischen 30.000 und 40.000 Legehennen im Jahr ein, lassen die Tiere in Polen schlachten, holen dann die gefrorenen Tiere wieder zurück in die Firma und verarbeiten sie zu diversen Feinkostkonserven. Ich habe das jetzt Entschuldigung. Das ist der Punkt. Hier ist es mal aufgelistet: Hühnerfleisch mit Brühe, Frikassee von unseren eigenen Tieren. Wir halten Rinder, Gulasch, Bolognese, und den Menschen, die sich vegetarisch oder gar vegan ernähren wollen oder müssen, gibt es dann noch verschiedene Gemüsegerichte. Resteverwertung sind die Fonds, aber auch Trinkbrühe und Ähnliches. Das macht einen erheblichen Teil unseres Gesamtumsatzes aus. Alles, was wir nicht in die menschliche Ernährung schicken, versuchen wir in Tierfutter unterzubringen, was ausgezeichnet gelingt. Wir können also alles Rindfleisch für Hunde und Katzen verarbeiten. Wir trocknen die Hälse und die Hühnerhaut und bringen das ebenfalls in Gläsern also Tierfutter in Lebensmittelqualität auf den Biomarkt. Wir liefern ausschließlich an Biohändler. Lohnverarbeitung betreiben wir für verschiedene Firmen, die das von uns möchten. Biohen zum Beispiel oder iCare-Produkte, aber auch Ruderhahn-Projekte und diverse Direktvermarkter, die ihre Hennen bei uns verarbeitet wissen wollen. Wir haben 2 Autoklaven, mit denen wir arbeiten, 2 Konvektomaten, und außerdem betreiben wir ein Holzgas-BHKW. Da sind wir nicht sonderlich erfolgreich. Es ist uns nicht gelungen, die gezielten 7.000 Jahresstunden zu erreichen. Wir wirtschaften da irgendwie bei 5.000 Stunden rum. Wir haben uns da lange drüber unterhalten können. So, die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist sehr schwierig. Herr Professor Wild sprach von Böden, die man aussondern sollte bei 30 Bodenpunkten. Wir sind da besser. Wir haben Böden bei 19 Bodenpunkten, wo wir manchmal nicht mehr wissen, was wir tun sollen. Und wenn im Frühjahr der Regen fehlt, dann wird es schwierig. Dann wird es wirklich schwierig, und wir haben also kaum Erträge von diesen Flächen und bekommen dann das Wasser in der 2. Jahreshälfte. Und erst dann können wir eigentlich eine Frucht anbauen, die uns wirklich Ertrag bringt. Und wir sind also seit mehreren Jahren echt erfolgreich
im Anbau von späten Früchten, insbesondere Buchweizen, beide Sorten Esculentum und Tataricum. Und dort erreichen wir dann auf den Flächen, die im Frühjahr versagt haben oder im Sommer versagt haben, die keinen Ertrag gebracht haben, erreichen wir dann trotzdem noch einen zufriedenstellenden Deckungsgrad haben. Hier sind die äußeren Bedingungen aufgeschrieben, 540 Millimeter. Die letzten 2 Jahre, der fehlende Niederschlag der letzten 2 Jahre ist ein Jahresniederschlag. Ne? Also in dieser Größenordnung fehlt bei uns das Wasser. Das sind die verschiedenen Böden. Wir haben ein Eigentum, was also mir gehört, von 320 Hektar. Wir pachten nochmal 97 Hektar dazu und haben dann die Aufteilung in 215 Hektar Ackerland, das zugepachtete Ackerland, dass wir also 280 Hektar Ackerland im Antrag haben, dreh dich rum. Und das restliche ist Grünland, Holz und Verkehrsfläche, alles was das Sie kennen. Ja, hier ist der Arbeitskräftebesatz, wir arbeiten also mit 2 AK, davon bin ich eine halbe. Wir haben noch ein bisschen Kühe dabei, die Chevrolet, ich erwähnte es, und ziehen die Nachzugs dann selber. Wir sind gut ausgerüstet. Dank Handel und Feinkost können wir uns also hier Fendt leisten seit 3 Jahren. Wir haben diverse Schwergrupper, wir haben diverse Flüge, wir haben diverse Saatbetteinrichtungen. Wir sind komplett ausgerüstet, was den Grünfutterbereich betrifft. Wir arbeiten ausschließlich mit Geräten, die ein eigenes Fahrwerk haben. Und also wir kommen auch mit Kalkstreuern und wir düngen durchaus, Herr Professor Wild. Wir haben also eine gute Phosphor- und Kaliversorgung. Wir haben eine gute Kaliversorgung, wir haben eine gute Phosphorversorgung. Das kontrollieren wir kontinuierlich und kalken auch dementsprechend. Wir sind ein Vermehrungsbetrieb. Wir vermehren alle Getreidesorten, die man an uns heranträgt. Wir vermehren verschiedene Kleearten. Wir vermehren Wintererbsen, Buchweizen und Vertragsanbau, der jetzt frei ist, den haben wir überhaupt, also Anbau, der jetzt frei ist, den haben wir überhaupt nicht. Wir haben Vertragsanbau für Lupinen, die Speiselupinen werden und Hirse und Hafer. Hafer in der Besonderheit, dass wir einen Flächenkomplex haben, den wir glutenfrei führen. Wir haben dort auf 16 Hektar eine Fruchtfolge mit ausschließlich glutenfreien Produkten. Ja. Und wir vermehren autochthones Saatgut. Ne? Und wir vermehren Saatgut für Zwischenfrüchte und Blühmischung. Der Markt bricht ja gerade zusammen. Die weisen Voraussichten von EU und Bundesministerium haben ja die Förderung, die da vor Jahr und Tag attraktiv waren, gestrichen, so dass die Biodiversität sich jetzt in absehbarer Folge über Distel, Malv, Ampfer und Queckenflächen in der Fläche etablieren wird und durchsetzen. Über die Tiere sprach ich bereits. Wir kompostieren und wir bringen also viel von dem grünen Aufwuchs auch auf die Fläche. Das ist jetzt so eine typische einjährige Auswertung von Flächen, wie wir sie haben. Wir sind natürlich auf den schwachen Standorten ein roggenlastiger Betrieb. Ne? Wir bauen Fassielia sehr gern an und wir haben immer die Wintergerste, um dann eben den Buchweizen noch bauen zu können. Wie sieht das aus? Ne? Wir sind jetzt im nördlichen Bereich des Betriebes. Hier sind die Flächen, die wir gemeinsam mit der Firma Next to Sun ausgesucht haben, auf die die Photovoltaik kommen soll. Insgesamt ein Schlag von 30 Hektar, einen Schlag von 25 Hektar und hier an der Ecke, das habe ich schlecht ausgeschnitten, noch einmal ein Schlag von 10 Hektar. Das sind die 2 großen Felder. So, und was haben wir nicht schon alles für Faxen veranstaltet? Ja, wir haben also auf die Flächen den Reichsacker-Schätzungsrahmen gelegt und dann überlegt, dass also Flächen, wir haben also den Reichsacker-Schätzungsrahmen auf die Flächen hinaufgelegt und dann immer da, wo wir glaubten, ein besseres Stück zu haben oder erhaschen zu können, haben wir ein einzelnes Feld gebildet und dieses Feld dann mit Kulturen, von denen wir glaubten, dass sie mit den besseren, schlechten Bedingungen zurechtkommen, auf diese Flächen gestellt. Ne? Also hier ist eine Dauerfläche zum Beispiel Wickroggen,
ja, wo wir immer wieder Wicken vermehren. Hier ist eine Fläche Dauervermehrung Malve und hier sind Flächen mit kleinen Wiesenknopf. Ich sprach Ihnen vorhin von den autochthonen Pflanzen. Auf dieses Bild, das habe ich jetzt nicht hingekriegt, ne? Also ich konnte es nicht am Computer. Auf dieses Bild kommt dann die Ackeruntersuchung, also die Düngeuntersuchung, ne? Also Phosphor, Kalium, pH-Wert und so weiter. Und dann können wir relativ gut erkennen, wo wir dann mit Nährstoffen hinterherfassen müssen und wo nicht. Stickstoff spielt bei uns, Herr Professor Wild sagte es bereits, keine Rolle. Also jedenfalls nicht in mineralischer Form. So, und jetzt haben wir also mit der Firma Next2Sun, die diese Fläche pachten wird von uns und die auch die Anlage errichten wird, haben also der Next2Sun diese Fläche zur Verfügung gestellt. Wir sprechen mit den Kollegen von Next2Sun seit fast 5 Jahren. Und die Next2Sun hat also dieses gesamte Antragsverfahren, was für sie so aufregend und anstrengend war, in Eigenregie durchgeführt. Und es ist uns auch gelungen, das Dorf zu befrieden. Es passierte natürlich genau das, was Sie sagten. Also es gab große Tumulte und übelste Beschimpfungen. Aber die Next2Sun ist da ein sehr, sehr klarer Partner, die in der Lage ist, solche Stimmung aufzunehmen und dann auch in einen Kompromiss zu führen. So oder so ähnlich wird es aussehen. Jetzt hat die Feuerwehr möchte hier noch einen Querstreifen reinhaben, der Jäger möchte hier noch einen Querstreifen reinhaben, das Dorf möchte noch, dass hier Abstand ist zum Dorf. Alles das hat die Next2Sun generös gelöst und wir werden im nächsten Jahr, so alles klappt, zumindest diesen Teil der Anlage anfangen zu errichten. Ja. Hier wird es also so sein, Herr Schwind, bitte kontrollieren Sie mich, hier wird also der Strom in die Mittelspannung gehen. Die Anlage ist dann klein genug, dass es das gestattet und überschüssiger Strom wird in Speichern gelagert. Ja, die Nutzung ist natürlich ein Problem. Ja, wie stellen wir uns das vor oder wie stelle ich mir das vor? Wir haben eine Elementreihe von 12 Metern gewählt. Nutzbar werden 9 Meter. Die Mähdrescherbreite bei uns zwischen 4,5 bis 5 Meter und dann eben 1,5 Meter unter der Elementreihe der Anfahrschutz. Die Frontseiten müssen mindestens 15 Meter tief sein, damit wir problemlos wenden können. Und es entstehen also Flächengrößen, genauso wie der Professor das sagte, zwischen 0,6 und 0,87 Hektar. Ich habe Ihnen die vorherigen Bilder, als es um die kleinteilige Bearbeitung ging, gezeigt, um Ihnen zu sagen, wir können mit solchen kleinen Flächen umgehen. Ja? Also wir werden es auch tun. So, was ist dann mit den Kulturen? Um trotzdem sagen wir mal, einen definierten Ertrag auch in Mengen von der Fläche zu bekommen, wollen wir also in alternierender Reihung die Kulturen ins Feld stellen. Die Kulturen können sich dann beliebig oft wiederholen. Wie das dann im Agrarantrag aussieht, das müssen wir mit dem Landwirtschaftsamt noch ausfechten. Ja, da hoffen wir auch auf Unterstützung vom Ministerium. Herr Dr. Göbel, wir sprachen schon kurz darüber. Wir werden also mit diesen kleinen Früchten arbeiten. Leindotter sind wir recht erfolgreich, Lein auch. Wir haben diese gewissen Arznei- und Gewürzpflanzen, Koriander, das steht hier bloß großmäuligerweise, ne? Das habe ich also noch nie vernünftig hingekriegt. Ne? Rotkleevermehrung machen wir mit gutem Erfolg, Inkarnatklee auch. Hornklee, da scheinen wir ein Problem zu haben, dass wir im Untergrund den Kalk nicht zur Verfügung stellen. Dass die Pflanzen, also der Pflanzenbestand etabliert sich, ne, wächst dann nach unten und findet dann unten in dem Sand den Kalk nicht mehr. Ja. Und dann gehen die Bestände ein. Kleinwüchsige Leguminosen, also großsamige Leguminosen und da dann halt die kleinwüchsigen wie Lepin. Wir haben ja sowieso eine fette Unkrautflora, zweisamige Wicke im Acker. Recht erfolgreich sind wir beim Spitzwegerich. Ne? Wir erreichen da horrende Deckungsbeiträge. Bedauerlicherweise gibt es nicht genügend Kundschaft für den Spitzwegerich. Kleinen Wiesenknopf können wir ganz gut. Gallium, Verum und Album, das ist für eine Firma, die sich mit der Rekultivierung von Tagebauflächen beschäftigt. Ne? Die haben das bei uns in Auftrag gegeben und das ist uns auch gelungen.
Centaurea, ja, manche Kornblume, die immer gerne in der Fläche ist. Wenn man sie dann auf dem Acker anbaut und denkt, das wird schon problemlos sein, dann klappt es leider nicht. Also Silene vulgaris ist sehr, sehr schwierig. Und es ist immer, es bezieht sich immer auf Mähdresch. Ne? Wir haben den Mähdresch ein wenig modifiziert. Ne? Wir haben also den Dreschkorb verändern lassen. Wir haben die Windgeschwindigkeit verändern lassen. Das sind alles technische Dinge, die Klaas da ohne zu zucken aus dem Ärmel schüttelt. Und das war relativ einfach. Ja, was mit diesen Flächen hier unter den Elementreihen werden soll, das weiß ich nicht so richtig. Ne? Also die Hoffnung, dass sich dort von sich aus Biodiversität einstellt, ne? Nur weil ich die Fläche sich selbst überlasse, das glaube ich nicht. Ne? Also ich glaube, dass wenn ich da nichts tue, dann wird es dort nur Quecke geben, Distel geben, Ampfer geben, also alles, was Sie sich vorstellen, gibt es da. Und nichts Gutes. Hier jetzt bloß einen kurzen Eindruck, das ist also der Spitzwegerich. Ne? Spitzwegerich ist wirklich einfach. Ne? Und wenn jetzt die Entwicklung so ist, wie sie sich möglicherweise andeutet, ne? Ich erinnere an Herrn Professor Schmidtke, der jetzt für FIBO arbeitet und lange Jahre in Dresden gelehrt hat, der also nach wie vor der Meinung ist, dass der Spitzwegerich in die Kombination mit Gras fürs Kuhfutter sein kann. In einer Kombination mit Gras Kuhfutter sein kann. Über Buchweizen sprach ich Ihnen bereits. Ne? Das ist also Esculentum. Und das ist auch wirklich toll, ne? Wenn Sie dann einen Imker haben. 15 Minuten Wenn Sie dann Imker haben, die sich da hinstellen, ne, Sie ernten ja einen ganz besonderen Honig, recht bitter, dann kriegen Sie auch einen guten Ertrag. Ohne Bienen ist es schwieriger. Wir hatten keine Bienen da auf der Fläche bei Ihnen. Ne? Also wenn ich Bienen habe, ist es einfach. Hirse machen wir mit gutem Erfolg seit vielen Jahren, spät gedrillt, ne? Ende Mai, Anfang Juni wird allemal was. Ja? Ganzen zeitlichen Saaten, das wird alles nicht. Das Bild ist Geschichte. Die Blühmischungen werden nicht mehr gefördert, jedenfalls nicht mehr in der Form. Ne? Erfreuen Sie sich demnächst an den bereits beschriebenen Unkrautfloren. Und die Biodiversität. Wir können auf unseren Flächen eine hohe Biodiversität oder eine hohe Vielfalt in Fauna und Flora nachweisen. Wir tun das seit vielen Jahren, insbesondere bei Wildbienen. Ne? Der Herr, der das macht, Dr. Scholz, ist jedes Jahr aufs Neue begeistert und wir haben nichts gemacht. Ne? Lediglich der Umstand, dass wir also nicht spritzen und dass wir ein paar Geschichten machen, die halt ein bisschen anders sind, führt dazu, dass wir diese Vielfalt an Bienenarten haben. Und es sind nicht nur die Bienen an sich, die Honigsammelnden, sondern es sind auch die Raubbienen zu den honigsammelnden Bienen. Ja, also was zeigt, dass die Population stabil ist. Tagvater auch. Unser Lieblingsvogel ist das Braunkehlchen. Manchmal haben wir um die 9 Brutpaare. Dieses Jahr hatten wir bloß 3. Hier ist dann nochmal die Vogelverteilung auf der Fläche. Braunkehlchen sind ja glücklicherweise nicht, also nur hier hinten. Die haben es dann natürlich schwer, ne? Wenn sie als Bodenbrüter Beutetiere Beute von Beutegreifern werden, die dann auf den Photovoltaik-Elementen sitzen. So. Das ist das, was wir an Ackerwildpflanzen haben auf der Fläche. Auch das ist durchaus so, dass es im Durchschnitt auch der Biobetriebe nicht so ist. Wir haben 3 Damen, oder 3 Frauen, die kontinuierlich über die Fläche laufen und schauen, was da ist und was nicht da ist und jedes Mal begeistert sind. Meine Lieblingsgeschichte ist, dass also eine völlig aufgelöst ins Büro kommt, sagt, Herr Marschke, das müssen Sie unbedingt sehen. Und dann hält sie mir da so eine Blüte hin und zieht da sowas auseinander und da ist dann nochmal ein Stüpselchen drin. Und das ist dann irgendwas ganz Tolles. Ne? Und ist also völlig beseelt, also eine ganz andere
Also es ist toll, jemanden solches kennenzulernen. Also, ja. Das sind jetzt hier also einige Geschichten. Ne? Konrade auf der roten Liste in Sachsen. Wir haben sie immer mal wieder, aber nach wie vor wird sie in Sachsen als ausgestorben geführt. Ne, hier das Mäuseschwänzchen, Lämmersalat und der Ackerzahntoast. Ja. Photovoltaik, Bioland tut sich sehr schwer damit, hat jetzt ein eigenes Papier erarbeitet für die Photovoltaik und wiederholt im Wesentlichen die bereits dargestellten Positionen. Ja. Wir sollen also mindestens 85% der Fläche haben und der Ertrag, das ist hier nochmal ein Punkt, den Sie nicht erwähnten, soll bei Bioland wenigstens 66% zum Referenzertrag haben. Ich bin wirklich von Tür zu Tür gelaufen, ne? Ministerium, alle Forschungseinrichtungen und so weiter und bin also nicht fündig geworden. Wir haben also genau das, was Sie jetzt tun werden, versucht an Forschungseinrichtungen heranzutragen. Ne? Also was passiert im Wasser- und Nährstoffhaushalt auf so einer Fläche? Was ist mit Niederschlag, Windstärke und Temperatur? Wie ändert sich das Kleinklima? Was geschieht in den Streifen links und rechts der Modulreihen? Kann man den Strom, der auf der Fläche ist, für elektrisch angetriebene Geräte, die möglicherweise sogar autonom fahren, nutzen? Lassen sich Kleinstbrunnen für Tröpfchenbewässerung integrieren? Und welche Handlungsempfehlungen gibt das Ministerium bezüglich der Flächenprämien? Das beantwortet sich möglicherweise. Fraunhofer hat bereits an einem Projekt gearbeitet, Atelier for Power, ich kann es leider nicht aussprechen. Die Ergebnisse sind für meinen Begriff unzulänglich. Wir haben also jetzt Herrn Professor Wilhelm gefunden vom Helmholtz-Institut, der gestern einen Forschungsantrag abgegeben hat, wo wir also die Frage oder über die Frage, wie ist die photosynthetische Leistung in der Fläche, uns nähern wollen, ob die landwirtschaftliche Nutzung rentabel bleibt in der Fläche. Ja, das ist also das, was wir uns da als Ausgangsfrage gestellt haben. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das sehen. Die Verschmutzung durch Missstreuen und Stallentwicklung, das erwähnten Sie bereits. Und natürlich, was passiert, also wie ist der Versicherungsschutz herzustellen. Wir werden natürlich in so eine Reihe reinfahren, ganz sicher. Brauchen wir mal einen. Das sind unsere Gedanken dazu. Ich freue mich oder hoffe, dass ich im nächsten Jahr Ihnen die Anlage in echt zeigen kann. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. An Sie, kleines Präsent. Ja, herzlichen Dankeschön. Dank. Vielen Dank.